eine ganz spannende. Und die würde ich jetzt ab morgen, wir haben jetzt 3 Tage Zeit, vielleicht 4, schauen wir mal, würde ich wirklich gerne angehen, weil das sind Böcke, die sind alt, die sind sehr schwer zum Unterjagern, das weiß man nicht erzählen, aber ich glaube, das sind echt spannende Böcke. Ich zeige jetzt ein bisschen was ich so gemacht habe. So, und zwar einen, ich sage mal, einen uralten Bekannten, ja, der 4 Jahre jetzt weg war. Den kenne ich. Den kennst du? Irgendwo, ja. Ja, also Genau. sicher. Genau. Das Also, war damals wie mit dem Freddy, sein Bruder, auf der Wiesn den Knöpfler geschossen hat, Ja. war der auf der Wiesn. Gell? Ja, genau. Und wir haben ihn genau in diesem Jahr, das war 22. Ich weiß nicht mehr, ja. Oder was, 21 oder 22? Her, ja. Ewig lang her. Haben wir den auch bei einer gemeinsamen Bierfahrt, haben wir den fotografiert, da ist er gelegen. Genau. Kannst du erinnern? Ja, genau. Ja. So, und dann haben wir aber den Anknäpfler und ich glaube es war noch so ein Kobbler oder so, haben wir gesagt, und dann haben wir gesagt, der Maxi oder der Genau, Freddy oder der sollen auf Freddy den. sollen schießen, ja. Genau, so, und dann haben wir gesagt, aber der Kobbler müsste da weg. Ne? Ja. Und Und dann- ich habe ihn, du hast ihn nicht mehr, ich habe ihn nicht mehr gesehen. 4 Jahre. So, und jetzt schau dir bitte diese Fotos an, ja, und sage mir, dass er das nicht wäre. Das ist er. Ja, das ist es sicher. Nur, mein 8 Jahre, Ja. Ja. eventuell sogar 9. Ja. 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 Und den kriegen wir, Ja, der Haus, da kannst du ein Scheitel zwischen. Der war jetzt nochmal. Von 22 haben wir das letzte Mal gesehen, jetzt haben wir 26, also das 3 Jahre komplett verschwunden. Ne? Ja. So. Tschüss. Den müssen wir von unten angehen oder je nachdem, wo er hinzieht. Okay. Aber es ist der Bock auf jeden Fall. Okay. So, also wir gehen jetzt den Bock an. Versuchen es zumindest. Also wie besprochen, der gestrige Bock, gestern besprochen der Bock, ist unglaublich. Also bin neu, ob wir den genauso erlegen können wie den alten heute in der Früh. Das wäre großartig. Würde ich mich sehr freuen. Ja. Große Vorsicht ist geboten. Ja, das ist natürlich das Tolle, wenn man auf so einen alten Rehbock jagt. So einen richtigen Abschussbock. Jetzt im Mai. Da vorne kommt schon Da die ist- nächste Regenfront, siehst du das? So, der Bock ist weggezogen und wir jetzt schnell Richtung Hochsitz und ja, vielleicht erwischt man ihn. Das hat sich jetzt auf die Beine gemacht, der Bock. Wir müssen schauen, dass wir durch das Bichel durchkommen. Da.
da her? Nein, das ist der da. Einmal links, einmal rechts. Auf die Waffen lieber her. So, wir gehen jetzt im Schlagschatten dieser Birke. Dahinter steht der Bock im Korn. Und versuchen jetzt einmal die Distanz zu verringern. Und dann schauen wir, wo der Bock hinzieht. Mit dem Regen ist es natürlich, wenn der jetzt wirklich kommt, nicht optimal. Aber es ist eben wie es ist. Der hat jetzt nicht. Robert, könntest du über den Stock auf die Distanz schießen? Ja, dann tun wir das. Ja, natürlich, aber wenn er häufig frei steht. Jetzt liegt er. Nein, der liegt nicht. Nein, geht eh noch. Ist richtig motiviert zum Weiterziehen ist er leider nicht. Aber gut. Ja, das ist, nach dem Regen kommt das Rehwild, das ist so. Das Einzige ist, die kriegen uns jetzt da in Wind leider. Wahrscheinlich relativ rasch. Ja. Ja, jetzt hupft er weg und der Bock hinterher. Oh ja. Der Bock hat sich irgendwie festgestanden in dem Korn. Und da ist einfach zu wenig Platz für einen gezielten. Aber schauen wir mal, wo er hinzieht. Wenn er sich nicht niedertut, dann gibt es ihm eine Chance. Robert noch immer im Anschlag. Wenn der Regen kommt, dann müssen wir uns unter die Birke stellen. Ja, sagen wir so. Wir haben es jetzt sonniger erwartet. Aber ich glaube, der Bock hat sich auch sonniger erwartet. Er schaut nicht so aus, wie wenn er sich da viel bewegen will. Der Bock hat seine Position nicht verändert, aber er liegt nicht. Und das heißt, er hat heute noch was vor. Weil sonst würde er sich eigentlich niedertun und sagen, okay, Regen hin, Regen her, ihr könnt es mir gern haben. Ich bleibe da jetzt liegen. Wir schauen ja dieser Regenfront hier entgegen und sind uns nicht ganz sicher, was uns da jetzt in den nächsten 10 bis 20 Minuten erwarten wird, aber ja, das hilft eh nichts. Der gute Bock, der dahinter
am Strommast steht und das Stück links oben auch quasi vom Strommast eingenommen. Das ist der Bock, der den Knöpfler, der da sicherlich im oberen Feld steht, getrieben hat, und der gibt ihm keine Ruhe. Er sagt, du gehst jetzt weg. Du sollst jetzt endlich raus aus meinem Revier. Aber der Knöpfler sagt, das tut dir ja nichts. Ich weiß nicht mehr warum bist du so garstig zu mir, sagt er. Schau. Lass mich doch auch hier da sein. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und der alte Bock sagt, na gut, okay. Wenn du diese Grenzlinie nicht passierst, soll es gut sein. So läuft das im Rehjargon. Der Platzbock geht zurück in seinen Einstand. Ich glaube, der sagt, du, es könnte jetzt noch gleich ein Regen kommen. Und den möchte ich ganz gerne mit gedecktem Blätterdach erleben. Und sagt, na gut, lieber Knöpfler, mach was du willst. Solange du nicht da in mein Revier kommst, ist das alles in Ordnung für mich. Und dort stand natürlich der alte Bock noch vor 3-4 Wochen. Und der musste jetzt ausweichen ins Kornfeld, weil dieser jetzige Platzbock hat ihm sicher gesagt, auf Wiedersehen. Kommt Bewegung ins Spiel. Der Bock geht, aber so wie es ausschaut, in die falsche Richtung. Jetzt ist die Frage. Sieht gut aus. Jetzt nur noch ein bisschen auf den Ich würde sagen, Weidmannsheil, mein lieber Robert. War ein sehr gezielter und ausgezeichneter Schuss. So geht Jagd. Dann werden wir in Bewegung setzen. Letzten Bissen werden wir noch mitnehmen und ein Beutebruch. Einmal eins und zweimal eins. Den Weg wird der Martin nehmen und ich gehe mal jetzt zum Bock und schaue, dass ich ihn noch bevor der große Regen kommt, bergen kann. Martin kommt schon, er wird wahrscheinlich auf der Brachfläche da dann herfahren. Gibt Gas, aber ich glaube, wir werden keine Minute zu früh wieder im Auto sein. Das passt schon. Ja, liebe Leute, so geht Jagd, ganz gezielt auf wirklich alte Böcke jagen, und ich muss sagen, das ist das tolle, jahrelange Hege. Aber dann gibt es halt so Durchschwindler, so wie ihn. Ja. Ui, meine Hündin, schau. Luni, wo ist das Bocki? Oh, brave Luni. Brave Luni. Brav. Und aus. Naja, ich glaube,
Besser kann man Bock nicht erlegen. Ich glaube, da braucht es keine Worte mehr. Wunderbarer Rehbock. Absoluter Abschussbock. Ja, Einser. Freue mich sehr. Genau gepasst. Guter Schuss, ausgezeichneter Schuss.